32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur inzwischen 7. Auflage des beliebtesten europäischen Uferturniers, dem YouTube Predator Cup Bank. Mein Name ist Charles Rettinghaus und ich begleite euch auch in diesem Jahr wieder stimmlich durch dieses Format. Zunächst wie immer ein paar Worte zu Modus und Regeln. Erstmals nehmen 32 Angler und Anglerinnen teil. Dementsprechend gibt es in der Vorrunde keine 6er, sondern 4 Achtergruppen. Die 4 Punktbesten jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale. Genau dafür bringen wir in diesem Jahr die 1-gegen-1 Duelle zurück und haben uns obendrein noch eine zusätzliche Hürde überlegt, um das Finale zu erreichen. Alle Einzelheiten erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Wer es nicht so lange aushält, kann das komplette Regelwerk schon jetzt über den Link in der Videobeschreibung finden. Nun aber geht's erst einmal um die Regeln der Gruppenphase. Geangelt wird 2 Tage lang über 8 Stunden. Das Scoreboard setzt sich aus einem Barsch, einem Zander, einem Hecht und 3 variablen Bonusfischen zusammen. Es gelten die gewohnten Mindestmaße und die gleichen Punkte-Multiplikatoren wie immer. Es können außerdem wie in der letzten Staffel maximal 3 Topwater-Fische für jeweils 10 Punkte eingereicht werden. Die Fischart spielt dabei überhaupt keine Rolle. Um auf ein möglichst schonendes Fischhandling hinzuwirken, drohen bei Fehlverhalten Zeitstrafen. Für an der Schnur herausgehobene Fische werden 10 Minuten Angelzeit abgezogen. Bei Vorfachbruch im Drill gibt es sogar 30 Minuten Strafe, die jedoch nicht sofort ausgeübt werden, sondern den Angeltag hinten raus entsprechend verkürzen. Jetzt aber genug der Formalitäten, kommen wir zu den 8 Anglern der Gruppe A. Gruppenkopf ist der zweimalige Bank-Champion und amtierende Titelträger der Tackle- und Lifestyle-Brand Nace, Dustin Schöne. Der ewig erfolgshungrige Berliner trifft schon in der Vorrunde auf einen seiner Finalkonkurrenten aus der vergangenen Staffel, nämlich Flo Hassenpflug. Der norddeutsche Bronzegewinner aus 2023 hat seine Ambitionen noch höher geschraubt und will dem deutschen Schnurhersteller Stroft nach dem jüngsten Triumph beim YPC Boat eine weitere YPC-Trophäe sichern. Neben den beiden nominellen Favoriten finden sich in dieser Gruppe einige weitere bekannte Gesichter, nämlich Belgien-Youngster Sami Muhib für die japanische Hardbait-Marke Yotsuri, der Niederländer Evert Oostdam vom schwedischen Tackle-Distributor Catch with Care und das bayerische YPC-Urgestein Herbert Ziereis, der in diesem Jahr wieder für den deutschen Softbait-Hersteller Moby an den Start geht. Dazu gesellen sich 3 weitere Angler, die erstmals an unserem Uferformat teilnehmen. Birger Domeyer hat erst bei der jüngsten Boat-Staffel sein YPC-Debüt gegeben und sich dabei sehr schnell in die Herzen vieler Zuschauer geangelt. Birger bereichert seit vielen Jahren die Redaktion des Fisch und Fang und tritt natürlich auch hier für das bekannteste Angelfachmagazin im deutschsprachigen Raum an. Der Koblenzer hat schon etliche Turniere der Profiliga in den Niederlanden vom Ufer gewonnen und gehört sicherlich auch deshalb zu den Top-Favoriten der Zuschauer. César Valladares ist einer der kreativen Köpfe der 1999 gegründeten Tackle-Schmiede Fischass. Dort ist er vor allem für visuelles Design zuständig, weiß aber auch in der Praxis mit Ködern aller Art umzugehen. Nach einer starken Leistung beim YPC Bass will César nun auch in den Niederlanden überzeugen. Schon aus geografischen Gründen eine schwierige Aufgabe. Mal sehen, wie sich der Katalane bei seiner Bank-Premiere schlägt.
Komplettiert wird das Feld durch Max Guder von Savage Gear. Der angehende Lehrer stammt aus dem Harz und ist schon länger sehr umtriebig in der Angelszene unterwegs. Im Laufe der Jahre hat er sich dabei einen erfolgreichen Social-Media-Kanal aufgebaut und schreibt regelmäßig für unterschiedliche Fachzeitschriften. Dass er große Fische kann und regelmäßig in den Niederlanden ist, belegt seine Insta-Galerie. Ob er imstande ist, die auch im Turnier vor die Kamera zu bringen, wird sich zeigen. Das Turnierrevier teilt sich wieder in 4 Zonen. Gruppe A fischt während der Gruppenphase in den Zonen 1 und 3. Herbert, Sami, Birger und César beginnen in Zone 1. Dustin, Flo, Ewert und Max angeln heute in Zone 3. Was die Gewässer anbelangt, unterscheiden sich die Gebiete deutlich, hinsichtlich der Wetterprognose eher weniger. Herzlich willkommen zum YPC Bank 2024, die Hochwasser-Edition und heute auch noch die Schlechtwetter-Edition. 11 Grad im Juni, Leute, was soll das hier werden? Also, mein Plan heute, ich krampfe mich morgens noch ein bisschen mit dem Barschen ab. Das ist mein schlechtester Fisch, aber es liegt ja an den Bedingungen aktuell. Hochwasser, trübes Wasser ist für Barsch nie gut. Deswegen gibt es nicht mehr so viele Plätze, die übrig sind, wo man einen fangen kann. Und danach gehen wir ein bisschen Hecht angeln mittags. Da bin ich recht zuversichtlich, auch gerade jetzt bei dem Regen. Und dann noch mal Zander. Ja, aber der Barsch, der Barsch, das wird, alle beide Tage wird das der Fisch, der für mich, glaube ich, die Entscheidung bringt. Good morning, first day, YPC Bank. Even though the weather is not that really great, I'm excited. Well, I'm always excited to go fishing. The pre-fishing, not that great, because I was quite busy after Predator Tour. Like 2 hours of pre-fishing, but that's not an excuse. I know the spots, so yeah, with a little bit of luck, watch me. Also wir haben jetzt noch 25 Minuten. Es regnet, ich mag nicht aussteigen, weil so weit ist es nicht zum Angelplatz. Dann steht man da 15 Minuten im Regen und muss gucken. Ne? Jetzt gucke ich mir nochmal die Boating-App an, ob ich da noch was Spannendes finde. Aber eigentlich kenne ich den Spot. Auf der Suche nach dem restklaren Wasser habe ich hier diesen kleinen Kanal. Den angle ich sonst gerne im Winter. Da gehen wir gleich hier an diese Strecke, da unten. Und da seht ihr auch auf der Seite, wo ich dann angel, ist es etwas tiefer, drüben etwas flacher. Und ich weiß, dass auf meiner Seite hier, so ein bisschen sieht man das hier auch, da liegen ganz viele Steine am Ufer und die gehen noch so 5 Meter weit raus. Steinschüttung und dann wird es danach gleich tief, da ist so eine kleine Rinne davor. Das ist immer mal so ein Spot für Barsch und Hecht. Ich werde auf Barsch angeln und Hecht ist dann ein bisschen Beifang. Also Barschrute schnappen und dann gucken wir mal. Da sollte das Wasser relativ klar sein eigentlich. Dann kann man auch mit kleinen Ködern angeln, auch einen Hecht fangen, das geht schon. Herzlich willkommen zur ersten Folge YPC Bank 2024. Ich bin wieder dabei, natürlich. Und es ist Mission Titelverteidigung. Wird sehr schwer, weiß ich selbst. Noch stärkeres Teilnehmerfeld, aber wir geben alles. Heute erstmal Zanderhecht und dann im nächsten Wettkampftag Barsch. Also nur Konzentration auf Zander und Hecht. Ich fange mit Jiggen an. Ja, überhaupt gar keine Methode, die ich mag. Eigentlich jigge ich gar nicht mehr, aber auf Zander halt effektiv. Drückt mir bitte die Daumen, dass es klappt und viel Spaß mit der Folge. Hello guys, welcome to this new episode of YPC Shore in this new season. Today, first group, first day. I will start my day in a polder and as you can see, it's a bit fucked up. Because they've been cutting grass, so I don't know what to expect, but I will stick to my plan, so I will go for pike to start today. Es geht wieder los. YPC Bank 2024 und wie sollte es nicht anders sein?
Ich bin natürlich an meinem Spot zurück. Ich starte an der legendären Brücke, probiere hier einen Zander zu fangen und damit hoffentlich einen perfekten Start in den ersten Tag zu erreichen. An diesem Spot hier werde ich erstmal probieren zu jiggen. Ich werde klassisch mit einem kleineren Köder beginnen, der mir im letzten Jahr die großen Zander und den Wels gebracht hat, und werde dann nochmal eine Nummer größer versuchen. Weil manchmal ist es nicht verkehrt, wenn man keine Bisse bekommt, auch nochmal die Ködergröße ein bisschen zu erhöhen, um den Fisch quasi zum Anbiss zu locken. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Das Wetter ist nicht ganz optimal, es regnet, aber ich habe große Hoffnung, dass die Fische heute Lust haben, unsere Köder zu beißen. So wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir ein richtiges stürmisches Wetter mitgebracht. Und es wird noch schlimmer werden. Und schauen wir mal, was geht, ob wir dann auch da fischen können. Aber ich versuche es jetzt auf alle Fälle. Richtig kalt ist ja nicht, ne? Heute, oder? So ein bisschen mild. 2 Routen. 2 Routen zum Zanderangeln würde ich ja sonst niemals mitnehmen. Aber in der Competition will man ja nicht neu knoten müssen oder so. Weil es könnte trotzdem passieren bei dem Wasserstand und dem Buhn. Aber let's go! Alles klar. Auf ihn! Leider hat uns das Hochwasser erwischt. Alle Flüsse, die irgendwie mit dem Rhein zu tun haben, sind ja jetzt extrem angestiegen. Und wir machen jetzt erstmal einen morgendlichen Spaziergang, um zu gucken, ob die Buhnen, die ich jetzt gleich fischen möchte, überhaupt frei sind. Die letzten Tage waren die Buhnenköpfe nämlich schon ein paar Mal unter Wasser. Aber ich habe, glaube ich, gesehen von der Straße, dass das ganz gut aussieht. Dann liegt hoffentlich der erste Spot auch gleich schon dort, wo wir jetzt hinspazieren. Mal gucken. Während Max noch spaziert, ist Herbert längst am Platz und knüpft Kontakte zu den Einheimischen. Hallo! Have you catch fish schon? Ja. Hast du schon? Ja. Super. Den einzigen Angler weit und breit habe ich jetzt gerade gefragt, wie es ausschaut, und er hat gesagt, er hat schon einen gefangen. The weather is not really okay. I don't blame the rain, but the air pressure dropped a little. Normally that's not the best situation to fish in the shallow areas. We're gonna fish the polders today. In this area we have to fish for pike, because we have to fish in 2 zones. Today it was in my additional plan, this is the best pike area. So I give it a try. We're gonna fish like really narrow channel, but as you can see in the background, with a lot of bridges. And normally there is a lot of pike. I'm gonna fish with the mirror's mouse, so I can fish in the surface of the water. You can fish it like really high up. So that's my additional plan. I go for pike all in. I try to catch at least 4 pikes, and then in the afternoon, when this plan works, we go to the river and fish for zander and perch. So thumbs up for Team Catch with Care. Voll die Strömung da, ich sehe das gerade. Gibt's ja gar nicht. Wo kommt die denn her? The polder is okay, but still not as good as I expected. Wir haben schwierige Bedingungen. Alle anderen Flüsse haben Hochwasser. Dieser Fluss hier hat kein Hochwasser. Dafür beißen die Fische nicht ganz so gut. Einen Zander probieren wir zu fangen. Dann wollen wir Hechtangeln gehen im Polder. Wir hoffen, dass wir ein paar schöne Polderhechte fangen können. Und wenn dann noch Zeit sein sollte und wir haben den kleinen Zander gefangen, dann probieren wir noch einen Barsch zu fangen und gehen auf die Fullcard. Drückt mir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Am Spot angekommen und tatsächlich für gut befunden. Das Wasser ist ein Stück zurückgegangen, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber der gesamte Buhnenkopf hier stand unter Wasser. Ich würde sagen, das Wasser ist sogar ein ganz bisschen angeklart, was mir sehr gut gefällt. Ich mag kein trübes Wasser. Ich weiß, es ist zwar gut zum Zanderangeln, aber ich persönlich mag einfach lieber klares Wasser. Kommt hier jetzt schön der Slender Scoop Shad. Natürlich genau der hier auch im Training gefangen hat, was auch sonst. Ich bin eigentlich kein Stinger-Angler, aber im Turnier, wir hatten hier viele Draufleger-Zander, also viele komische Fehlbisse, und da kommt jetzt tatsächlich ein kleiner Stinger hier mit dran. Würde ich privat nicht fischen, jetzt im Turnier kann der 50er Zander für mich sehr wichtig sein, weil es mein Angstgegner ist. Ich glaube, die Barsche und die Hechte machen mir persönlich weniger Bauchschmerzen als der Zander. Deshalb steht heute alles im Namen dieses Zettis. Ich hoffe, ihn nach 15 Minuten abhaken zu können. Mal schauen, ob das auch so funktioniert. Alles frisch neu geknotet und ja, jetzt müssen wir nur noch ein paar Minütchen warten, bis der erste Wurf gemacht werden kann.
Gleich früh morgens noch mitteltrüb, Regen, also eher dunkles Wetter. Crankford Tank, ein klein. Viel Aktion, ein bisschen mit UV-Farben dran, aber nicht zu grell. Damit werde ich das jetzt hier einmal so durchackern. Ich weiß noch aus ganz alten Angelartikeln aus der Fisch und Fang ganz früher, dass die Profis sich ans Wasser gesetzt haben und haben erstmal geguckt eine Weile, bevor die geangelt haben. Das macht man heute gar nicht mehr. Man rennt im Affenzahn runter und direkt noch im Laufen werfen. Und oft habe ich mir dann beim ersten Wurf schon gedacht, das war eigentlich totaler Unsinn, hätte klüger machen können. Jetzt muss ich 2-3 Minuten warten. Aber man kann mal ein bisschen gucken, das schadet eigentlich nicht. Ich sehe schon da vorne so ein Krautfetzen rausgucken. Ich sehe, die Strömung hört da auf. Hier ist ruhiges Wasser. Da kann man gleich schon mal ein bisschen mehr planen, wo wirft man gleich vernünftig hin, bevor man so viel Unruhe macht. Ich weiß, es ist sehr optimistisch, aber ich bereite jetzt hier schon mal alles vor. Lege hier mal die Matte schon mal aus. Für Zander braucht nicht ganz so groß sein, aber dann wird sie gleich nass vom Regen. Eine Minute haben wir noch. Jetzt steigt die Nervosität. 5 Inch Venom, damit fange ich an. 7 Gramm. Gucken wir mal. Home sweet home. Good to be back. Erstmal einen einigermaßen bequemen Platz hier finden. So. Leute, mein Handywecker klingelt. 8 Uhr. Zeit für den ersten Wurf, würde ich sagen. Bis Spaß mit dieser Folge. And here we go. Let's go for the first Thunder. First cast, roll out. Na, hoffen wir, dass der erste Wurf gleich zählt. Geht los. Let's go. Hängt. Allererster Wurf. Oh Gott, bin ich aufgeregt gerade. Da ist er, der Zander. Kann gar nicht sein. Da ist er. Ja! Am Stinger. Scheiße, ey. Ich hab den Zander. Der Zander, mein absoluter Angstgegner. Da hängt er. Und das am Stinger. Ich wusste es. Die picken so scheiße bei dem Hochwasser hier. Erster Wurf. Ich muss sagen, wenn ich den ersten Wurf mache und einen Fisch fange, ist meist kein gutes Omen, aber das ist mir so egal. Ich hab ihn. Allererster Wurf. Wie geil ist das denn? Auch viel mehr brauchen wir nicht. Der wird hier irgendwo bei Marc wahrscheinlich die Ecke landen. Geil. Ja, wirklich auf den kleinen Stinger hier. Unfassbar. Was ein Glück, dass ich den gerade da dran gehangen habe. Der hätte sonst einfach nicht gesessen. Richtig geiler Absinkbiss, schön Pock. Guck mal, schöner 56 cm Zander. Wunderbar. Ich habe 9 Tage trainiert. Ich habe 2-maßige Zander gefangen. Zander ist nicht mein Fisch. Aber gutes Training zahlt sich wohl aus. Yes. Wuhu! Geil. Fast vergessen zu kurbeln hier vor lauter Schreck. Wow. Ich würde sagen, ich mache den nächsten Wurf. Kann ja nicht schlechter werden, wa? Noch nie so über den Zander gefreut. Keine 5 Minuten rum, schon bringt sich der erste Debütant aufs Board. Der Champion ist darüber nicht allzu begeistert. Zander 56 schon. Max. Ja. Also Ausreden, dass die Fische nicht beißen, gibt es jetzt schon mal nicht. That's full of shit. Full of shit. Ah, fuck. My life. Let's try the other side. Now we can go all along there and hope it's better.
Haven't seen it, guys, but I felt a really small bite. So there was a pike around. Yep. Oh no! Fuck! He went for it. Ah, that was a small one. So still. Ja, wer sich an letztes Jahr erinnern kann, der weiß noch, dass es hier einiges an Strömung gab. Und ja, hier scheint das Wehr geschlossen zu sein, vielleicht auch wegen dem Hochwasser. Hier ist heute mal gar keine Strömung. Das Wasser steht eigentlich auf der Stelle. Nicht ganz optimal für Zander, plus der Kälteeinbruch. Das könnte heute eine trickige Nummer werden mit den Zandern. Ja, wir hatten die Tage jetzt 16 bis 18 Grad. Das war sehr angenehm. Man konnte noch gut im T-Shirt fischen. Und heute Morgen haben wir 10 Grad. Also es ist, und es bleibt auch den Rest des Tages. Ich glaube, wir gehen maximal auf 12, 13 Grad hoch. Über den ganzen Tag Regen, Wind. Also die Bedingungen haben sich seit gestern einmal komplett gekehrt. In der Regel nicht ganz optimal. The current is crazy, man. Yesterday I was here training. Not just really training, but checking the spot. And the water level was like by 3 meters from here. I bought a landing net for that, and now it's... This is crazy. The Netherlands is something else. This is really wild waters. And you have to get used to this because this is completely away from my bass fishing style. But if there are sanders here, we get them for sure. It's a matter of time. Now I'm fishing with 14 grams and it's not reaching the bottom. I have to upgrade a bit heavier. Shit. The good thing is I bring my Fisas rock bag with me. 100% waterproof and everything is safe from the rain. Das ist jetzt kein unbekannter Platz, aber durch die eigentlich Hochwasserlage, was wir jetzt in Holland haben, gibt es eigentlich nicht viele Plätze. So wie gute Flüsse sind alle überspült. Und vom Gefühl her, wir haben ja getestet, da haben wir immer irgendwas gefangen und darum sind wir da hergegangen. Auch wenn das Wetter jetzt, das Wetter ist überall das Gleiche. Natürlich könnte man sie jetzt auf die andere Seite drüben rüberstehen und mit dem Wind werfen, aber die Plätze waren jetzt alle nicht so gut. Und wir versuchen jetzt auf alle Fälle, oder ich versuche auszuhalten bis Mittag, weil um 11 Uhr, also ich rechne zwischen 11 und 12 ist da die beste Beißzeit. Das ist dann wieder mit dem Wasserstand abhängig. Aber es wird natürlich immer mehr Wind und ob wir dann bleiben können, das stellt sich dann noch raus. Am Nachmittag habe ich vor, dass man zum Barschangeln geht. Da wird der Wind zwar noch heftiger, aber da haben wir ein bisschen eine Landdeckung und da ist vielleicht vom Fischen her ein bisschen einfacher. Muss ich auch haben, weil ich dann mit dem Tackle ein bisschen feiner wäre und das ist dann zum Barschangeln wesentlich besser. Aber das Wetter macht das mit Sicherheit nicht einfach. Aber jetzt versuchen wir, dass wir da einen Zander zum Fangen. Kann auch jederzeit ein Hecht beißen oder ein Barsch auch. Der Holländer hat es ja schon vorgemacht, der hat gesagt, er hat einen gefangen. Also, wir halten jetzt durch und ziehen durch, volle Kanne und ich fische auf Sieg. Ah, come on. Come on, my life. It's more and more murky. Fish on. Big one. Come on, come
on, it's off. How lucky am I? Yeah guys, 93, what a relief, what a beast. First, let's release it and then we'll speak a bit about this monster. Yeah, go back. Yeah, perfect. Directly back. Whoo! Crazy action, guys. That was a bit really crazy. Like, he gets stuck to the net with the hook. I thought I was about to lose it, and then yeah, I handled it with my hand. It went off and struggled a bit with the fluorocarbon, with the line, and I managed to get it on the net in the end. So what an action. Let's report it. Holprige Landung, aber danach fragt am Ende niemand mehr. Sami erwischt den Traumstart mit einem bärenstarken Uferhecht, trotz seines anfänglichen Pessimismus bezüglich der Spotwahl. What a crazy start for today. I had no trust in my spot, honestly. I thought I was soon gonna leave for zander fishing, but I had like 2 bites that I have to say I didn't hook properly. It was small pike. They went off quite easy, so that's a bit on me. So I decided to continue, stick a bit. When I go in this border, it's more and more murky, so I was losing trust. I put it a white twister because I know that it's quite murky here, and I thought that if there is a good pike, he has to see it, and that happened, so I cannot be more happy. There's also something strange happened. As you can see, they cut it all the grass around, and yeah, I really thought it was really shitty. But in the end, every pike who moved, including this one, came from under these grass. So it looks like they don't get bothered by it, but they just use it to hide and hunt. Leute, die wunderschönen Produkte in exklusiven Sonderfarben für unseren Raubfisch Adventskalender sind endlich fast alle auf Lager. Es ist gleichermaßen aufregend wie beruhigend, dass die Produktionen wirklich genauso geil geworden sind, wie wir uns das gewünscht haben. Leider ist das jetzt auch der Zeitpunkt, wo der ganze Spaß hier bezahlt werden muss. Daher wollen wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns bei der Finanzierung geholfen haben und noch helfen werden, und haben uns dafür etwas ganz Besonderes überlegt. Jeder Raubfisch-Adventskalender, der bis 16.09. vorbestellt worden ist, gilt als ein Los für ein Zuschauerticket für das YPC Bank Finale 2024. Du begleitest die Finalteilnehmer an ihren Angeltagen, wenn sie um die Medaillen fischen. Du bist dabei, wenn der Pokal übergeben wird, und wir nehmen dich mit zum Champions Dinner, wo das gesamte Produktionsteam und die Finalteilnehmer den Staffelgewinner feiern. Übrigens, pro bestellten Kalender gibt es genau ein Los. Wer also für Freunde und Familie mitbestellt, kann so drastisch seine Gewinnchancen erhöhen. Den Link zum Kalender, den wir voraussichtlich ab Anfang Oktober ausliefern, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Also das trübe Wasser aus dem Fluss, der ist eigentlich da hinten, hinter dem Deich, hinter einer geschlossenen Schleuse, scheint trotzdem hierher zu drücken. Es hat zwar einen riesen Weg bis hier, aber ich war vor 2 Tagen hier, da war es etwas klarer. Also diese Trübwasserproblematik verfolgt mich hier so ein bisschen, muss ich sagen, an den Spots. Für Hecht ist es natürlich besser, je klarer es ist. Für Barsch ist das hier noch okay, klar, auch besser, aber das ist noch in Ordnung. Deswegen geht's. Aber ich wollte eigentlich noch weiter darunter, da wird es ja noch brauner sein. Naja, ich würde sagen, nochmal ein Köderwechsel hier, ein bisschen größer.
Ne, viele werden immer kleiner, wenn es nicht beißt. Ich mag es, größer zu werden. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. Und wenn nicht, wechseln wir den Spot. Ist extrem bedeckt heute und trüb. Und dann mache ich mal was extrem Auffälliges drauf. Und zwar ein Predator 1007. Mal gucken, ob das den Unterschied macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind einfach jetzt noch nicht so aktiv hier an dem Spot. Wetterwechsel scheint den auch ein bisschen auf den Magen zu schlagen. Aber ihr wisst es, Angler sind um Ausreden nie verlegen. Das heißt, ich fange schon mal an hier. I'm singing in the rain. Well, I was not expecting that. Not only because of the water here, but here. It's, yeah, this will be a difficult day for sure. Also der Plan, die Measure Tape durch den Regen nass zu machen, hat schon mal super funktioniert. Jetzt fehlt nur noch, dass der Plan mit dem Fischefangen aufgeht. Oh, ich nehme den Kescher sicherheitshalber mit. Unwahrscheinlich, aber kann ja sein, dass ich ihn brauche. Well, I changed the color because I expected the water was a little bit more clear. Well, it was in pre-fishing it was more clear, and now because of the rain it's a little bit more murky. So I choose for the little bit brighter color. That because pike is a visual hunter, and I think red will do better in case of visibility. And normally the red and white is also more like an aggressive color. Pikes will take it more like in aggression and not only for feeding. Also Maß hat er hat, was ist das jetzt, 44 hat er. Ich hoffe, dass die noch größer werden. Jetzt hier noch 3, 4 Würfe. Dann mache ich nach oben noch ein paar Würfe, da hatten wir auch schon Fisch. Gehen wir noch auf die zweite Buhne. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter. Vor allen Dingen die Durchschnittsgröße der Fische ist eigentlich sogar über 60, so 61, 62er waren hier so meist. Das wären ja dann auch direkt 80 Punkte, so ein Fisch. Also wenn man jetzt noch einen zweiten natürlich bekommt, wäre mega. Wenn nicht, ist auch egal. Und dann brauche ich die Zanderruten nicht mehr anfassen. Tot der Tümpel hier, kein Fisch drin. Aber ich glaube, letzter Wurf. Dann machen wir einen Spotwechsel und gucken mal, was da geht. Erstmal weiter auf Zander und dann am nächsten Spot habe ich einen Hechtspot auch in der Nähe. Werden wir das mal probieren. Naja, wir kämpfen uns durch. So, es soll nichts sein. Das war auch ein bisschen tatsächlich ein Gamble. Wir hatten auf einen großen Zander hier gehofft. Der ist nicht da und ihr seht, keine Fische an der Brücke. Ihr braucht hier nicht herkommen. Ja. Oh no! I don't know why I missed them all. This one I hooked it properly also. They're hiding in the grass. Crazy. Ja. Oh nee! Oh. Oh. Finally a strike and then lose it. I will try from there because all the grass is there. Maybe. Too much shit around. Okay, one cast in the first corner to try to have the middle one, and then we move. It's getting a bit difficult to me to stay in the same place with like
boom, 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 boom. So many casts. I'm used to moving a lot. Yep, shot. Yeah. Good. Yeah, 60. Yeah, it's 60. Yeah, so a small bike of 60. I think he's not alone under this grass, so let's release him and try for his big brother. He went through the grass like an arrow. Neuer Spot, neues Glück. Wir wechseln den Zielfisch so ein bisschen. Tendenziell sind hier auch noch Zander zu erwarten, aber wir können ja auch Hechte und Barsche nebenbei fangen. Oder was heißt nebenbei fangen? Am liebsten würde ich jetzt hier einen Barsch fangen oder auch gerne einen Hecht. Wenn wir gleich die Kamera mal umdrehen, sehen wir hier nämlich ein süßes kleines Wehr. Und da schmeiße ich jetzt erstmal einen Gummifisch rein. Der kann natürlich alles beißen. Mal gucken, was da jetzt so kommt. Kleiner Gummifisch an einer leichten Route. Neue SG8 Revenge, 30 Gramm Variante. Und dann geht's ab. I think we are moving a bit because this spot had changed completely. I was fishing here 1 week ago. Of course, everything was different in the Netherlands. The water level, everything. But I don't know, it's okay to keep hammering a spot that was delivering 1 week ago when all was completely different way. So yeah, probably casting a few more times. Checking there, checking a bit between the boats. There's, I don't know, maybe there's a perch there. Yeah, we're probably moving to another spot. This is not working. Nee, auch kein Barschwetter, sowas hier, ne? Na gut. Okay, dann gehen wir mal weiter ins Trübe. Erstmal zurück zum Auto. Ja, 2, 3 kurze Würfe hier. Und guck mal, ob hier was geht. Wir sind hier eine ganz kleine Brücke gefahren. Ich jig die gerade ein bisschen aus, mache hier ein paar Würfe. Es fehlt auch recht viel Wasser hier in dem Fluss tatsächlich. Wir hatten gehofft, dass hier vielleicht ein Zander unter so einem Microspot hier liegt oder 1, 2 Zander. Die sind bestimmt da, aber sie sind nicht so hungrig. Vielleicht liegt es auch an der Tiefe des Wassers. Vielleicht ist tieferes Wasser jetzt ein bisschen besser als hier diese ganz flachen Wasser. Deswegen, ich denke, wir werden noch ein paar Würfe machen und dann fahren wir Hechtfischen erstmal und widmen uns dem Zander später im Tagesverlauf dann nochmal. Biss, oh Mann. Oh. Da war der erste Biss. Mist. Verknallt, trotz Stinger. Ah, schade. Aber gutes Zeichen. Manometer. So ein Motivationsfisch wäre jetzt schon geil gewesen, ey, muss ich sagen. Trotz Stinger, ey. Oh, Stinger aufgebogen, super. Mal gucken, was das war. Ah, hier sind so Macken, Zander. Ah, Mist. Kurz Ruhe lassen. Noch läuft es nicht 100%ig rund für die meisten. Herbert hat immerhin schon gefangen und sucht erneut das Gespräch mit den Locals. Was hast du für einen Köder? Fox. Fox? Ja. Letzte Woche habe ich einen Nice bekommen von einem deutschen Freund hier. Ja. Die brauche ich nicht, aber ich angel auch mit Nice. Ja. Ist gut. Aber den hast du ja schon vor 3 Jahren geangelt. Ja. Oder? Ja. Aber neue Route hast du gekauft. Ja. Ha? Für mich alles ist egal. Genau. Du, magst du wieder vorgehen? Ja. Ja, oder? Na? Willst du hier? Na, mir egal. Du warst als Erster da. Du darfst sagen, wo du fischen möchtest. Ich muss mir bloß einen Kescher holen. Ey, ist das Wasser voll klar? Was soll denn der? Ist das ein Witz? Warum ist hier das Wasser glasklar? Wie geht das? Es kommt doch von da und wir waren eben da hinten. Oder hat das Wasser noch eine Abkürzung irgendwo? Jetzt habe ich natürlich hier
im Prinzip die Zanderrute genommen mit einem grellen Gummifisch, weil mir das ein bisschen zu suppig war zum Barschangeln. Und jetzt haben wir hier klares Wasser zum Barschangeln. Das versteht mal einer. I think it's a perch. You know, it's a sander, a small one. Oh! It's gone, but it was small. Oh. But it's working. Okay, there are fish here. It felt like a perch. The strike was quite not boom. We'll keep a bit more in this spot because even if it was a small fish, now I get a bit of more confident. But yeah, the fish are here. The fish are here. Okay, neuer Spot. Ganz kurz auf Hecht. Dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Ach ja, ganz wichtig, nicht die Measurement vergessen. Bin ich Experte drin. Team Chaos. Die befüllen da Gülle, das wird dauern. Ja, kleine Straßensperrung. Hier wird irgendwie Gülle anscheinend gerade befüllt, so wie das aussieht, wird abgesaugt. Ich kann das gar nicht sagen. Auf jeden Fall steht halt LKW quer über die Straße und 2 Trecker. Deswegen müssen wir jetzt einen Umweg fahren und ja, ist ein bisschen blöd, aber lässt sich ja nicht ändern. Dann fahren wir hier vorne gleich rechts. Oh, schade, ist kein Druck drauf. Naja, gucken wir mal. Normalerweise ist der Spot hier besonders gut, wenn ein bisschen Strömung ist. Ist jetzt nicht. Egal. Mal gucken. Ein Hecht hier kann doch hier schon stehen. So, dann wollen wir mal die Hechte ein bisschen ärgern, hoffentlich. Ah ja, das war besonders gut. Einmal mit Profis hier. Neuer Spot, neues Glück. Jetzt gehen wir poldern. Wir haben ordentlich Strecke zu machen, heute ordentlich zu laufen und wollen schauen, ob wir jetzt den einen oder anderen Polderhecht fangen können. Drück mir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Komm schon. So ein Hechtchen jetzt mal kurz, wäre schon nicht so schlecht. Fische sind nicht so aktiv, wie wir gehofft hatten. Das ist natürlich blöd immer. Letzter Wurf. Dann geht's zum nächsten Spot. Also besonders aktiv sind die Biester heute wirklich nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt einen Fisch an, der im Training irgendwie 10-mal an meinem Köder vorbeigeschossen ist. Der steht also noch da. Kein großer, 75 vielleicht so. Aber gut, darüber würde ich mich jetzt freuen. Kleiner Köderwechsel. Ich wechsle jetzt mal auf ein Jerkbait, irgendwas Lautes, Aggressives. Hier in der Region, zumindest wo ich angel, haben die Fische nicht ganz so Lust zu beißen. Vielleicht können wir sie damit ein bisschen aufwecken. Und wenn nicht, fahren wir weiter und suchen uns einen Fisch, der hoffentlich Hunger hat. Schauen wir mal. Ja, also hier ist das Wasser tatsächlich wesentlich klarer als da hinten. Auch nicht nur so eine kleine Ecke, sondern auf der ganzen Strecke sehe ich das schon. Hole ich gleich nochmal die Barschrute auf jeden Fall. Aber weil ich jetzt schon mal hier stehe, mache ich noch ein paar Würfe mit der Hechtgranate. Wir haben auch neue da, also kleine Mini-Hechtgranaten. Die sind etwas kleiner als die, die wir sonst haben. Da kann auch noch mal ein großer Barsch drauf beißen. So ein bisschen Kompromiss. Und den kann man auch mit einer ganz normalen Zanderrute werfen. Braucht man jetzt nicht unbedingt Hechtgeschirr dafür. Gucken wir mal. Schnell noch mal links, rechts ein paar Würfel machen. Vielleicht steht da ein giftiger Hecht. Und dann gehen wir mal Barschangeln. Die Kunst ist rau heute. Aber das haben wir ja gewusst. Aber der Angler träumt ja immer noch vom großen Fisch. Und der kommt, irgendwann ist soweit. Das sind natürlich wieder so Theorien oder was man machen kann. Einmal macht man möglichst viele Plätze, macht Spothopping und versucht da irgendwo einen aktiven Fisch zu erwischen. Oder jetzt mache ich es anders.
ich befische halt nur 2 Plätze und die aber jeweils einen halben Tag. Da bleibe ich bis Mittag und dann, oder Mittag, 12:30 oder so. Und dann fahre ich zu einem anderen Platz. Ist natürlich hart, auch für den Kameramann, auch für mich. Immer wieder neu zum Werfen, aber wenn man Vertrauen in den Platz hat und in die Montage, wo man fischt, dann kann man das auch machen. Und Gott sei Dank habe ich auch schon einen gefangen. Jetzt ist es für mich auch einfacher und einen Biss habe ich auch schon gehabt, als wenn man gar nichts hat. Aber ja, das Ziel ist heute nur einen 65er Zander zum Fangen und möglichst große Barsche. Oder vielleicht beißt ja da auch mal ein Barsch oder ein Hecht. Ich habe auf alle Fälle ein Stahlverfacht dort, weil da gibt es natürlich Hechte auch. Und ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt hier gerade das Wehr hier ganz kurz abgefischt. Wir haben jetzt keinen Biss, aber jetzt gehen wir mal auf die andere Seite vom Wehr, weil man muss sich ja vorstellen, logischerweise, da wo das Wasser jetzt rausströmt, in dem Fall ist ein Hotspot, aber natürlich auch von dort, wo das Wasser kommt und mit Druck in das Wehr reinfließt, ist ein Spot. Und ich würde sagen, da sollten wir jetzt mal unsere nächsten Würfe machen. Vielleicht geht da auf die Schnelle was. Das sind jetzt so kleine Mikrospots, mal kommt was, mal nicht. Mal schauen. Die Stelle war hier im Training sehr ergiebig. Ein Mikrospot, also wirklich richtig klein. Mal gucken, ob sie jetzt auch liefert. Hoffentlich. Gibt's doch nicht. Ei. Ja, hier jetzt immer so Mikrospots, kleine Spots, die schnell abgeangelt sind. Vorteil, man sieht schnell, ob was beißt oder nicht. Nachteil, man verbringt natürlich viel Zeit am Auto, um von A nach B zu kommen. Naja, das ist erstmal die Taktik, die ich so weiterfahre, in der Hoffnung, irgendwo aktiven Fisch zu finden. Und wenn das nicht so ist, stelle ich mich nachher wieder an den Kanal und werde ein bisschen Zander angeln und ein bisschen Strecke machen. Naja, weiter geht's, nächster Mikrospot. Ja, Fisch! Ja! Yes! Woo! Da ist der erste Hecht. Yes! Oh, mega! Das kam unerwartet. So, hinten zusammen, genau auf halb 73 Zentimeter. Ja, wunderschöner Hecht, 72,5, also 73 dann, den setzen wir jetzt schnell zurück. Falsche Richtung, jetzt da. Und weg ist er. Yes! Der erste Fisch. Der Fluch ist hoffentlich gebrochen. Mega! An der Reaktion merkt man, das war ein hartes Stück Arbeit. Interessant zu sehen allerdings, wie die Profis jeweils mit der anspruchsvollen Lage umgehen. Bevor wir weiterspringen, geben wir Flo noch ganz kurz die Gelegenheit für ein bisschen Tackle Talk. Und natürlich wieder auf meine geliebte R, ja, die gute alte Kettensägenschnur. Ist ja auch wieder durch Kraut und Schilf und Seerosen durchgeschnitten. Das ist jetzt eine R6, die ich drauf habe. Davor habe ich einen 35 mm Niti Polywire, also ein geflochtenes Titan. Das Köder hatte ich hier von Weston, Ricky the Roach. Und eine Besonderheit beim Haken tatsächlich, der ist jetzt noch nicht auf dem Markt erhältlich, wenn das ausgestrahlt wird vielleicht. Und zwar ist das so ein gebogener Dreierhaken, der besser vom Köder absteht. Viele kennen den noch vom pelagischen Angeln. Den gibt es jetzt auch zukünftig von BKK und zwar in so einer richtig coolen UV-Farbe. Der passt perfekt zu dem Bauch von dem Köder hier, also alle Köder, die so eine UV-Farbe haben. Das ist natürlich ein super Match und auch nochmal ein richtig schöner Beißpunkt für den Fisch, steht schön ab. Habt ihr gesehen, der hing bombenfest, der Fisch. Weiter geht's.
Wenn ich den Hecht da einreiche, fällt das auf, oder? Ich glaube, wenn ich versuche, den aus dem Wasser zu heben, dann zerfällt er so komplett. Boah, was hängt da aus ihm raus? Boah. Also in der Klasse würde mir der Hecht jetzt auch gefallen, muss ich sagen. Der ist schon mal so 1,5 Meter oder so. Aber ich verzichte aufs Nachmessen. Oh, Fisch! Schöner Hecht. Oh nee. Komm rein an das Ding. Oh yes. Oh Mann, das war auch wichtig jetzt. Oh. Kein ganz kleiner. Macewanner hat es geregelt. Schnell auf die Wiese. War das wichtig, den jetzt auf dem Board zu haben, ey. Gekämpft haben wir. Den Spot habe ich hier noch nie gefischt im Training, nix. Aber der sah beim Vorbeifahren so gut aus und da stand auch ein schöner Hecht. Der war Ende 70 vielleicht. Schönes Tier. ...81. Das ist ein schöner Gramhecht. Ganz schnell zurück mit dem Guten. Yes! Wunderschöner Fisch. Opa. Ciao. Oh, Mann. Yes. Yes. So no more pikes around, guys. I was hoping to fill my cart in this polder, but I have to say the others are not catching very good right now, but we never know how it will go. Let's just drop the polder and we will focus now on zander fishing. Let's go. Gibt's doch nicht. Alter. Yes. Nächster Wurf, Jungs und Mädels. Oh, das gibt's doch nicht. Puh. Jawohl. So muss es laufen. Geil! Oh, der ist richtig agil, der Junge. 69,5, 70er Hecht. Der darf schnell wieder zurück. Opa! Ciao, ciao. Vielleicht geht noch einer. Schön aufgeschnitten. Er war so agil, hat man im Kampf schon gesehen, wie krass der rumgesprungen ist. Oh. Ja, der kann 65 haben. Das war genau mein Traum für heute. Da an dem Platz. Sogar mehr. Der geht sogar drüber auf 68, 67,5. Juhu, das ist genau den wir brauchen.
Jetzt nimmt die Sache doch etwas Fahrt auf. Richtig guter Turnierzander für unseren spottreuen Herbert. Auch Dustin bleibt nach seinem Hecht-Doppelpack vorerst am Platz und rüstet nach. Der Maze Runner liefert einfach überall und an jedem Gewässer. Das ist echt krass. Was aber wichtig ist, vor allem im Wettkampf oder wenn ihr keine Fische verlieren wollt, benutzt Trailerhaken. Ich habe jetzt hier einen von BKK. Das sind so Einzelhaken, die man eigentlich über den Haupthaken stülpt und die minimieren die Fehlbissrate enorm. Gut, der ist gerade drauf gescheppert, als gäbe es kein Morgen mehr, aber es ist bei Spinnerbait oft auch anders. Spinnerbait produzieren generell relativ viele Fehlbisse, deswegen hier Teflon Coated von BKK einen Haken, einfach über den Haupthaken ziehen und dann hat man da eine perfekte Kombination. So, geil, vielleicht kommt noch einer, wer weiß. Guck mal, da ist der Keck wieder mit seinem Piepsding. Der hat doch nicht. Der hat doch nicht, oder? Ey, was lachst du so hässlich? Hilf uns mal lieber. Wenn ich ein Golddigger wäre, würde ich nicht mit euch abhängen. Ihr habt Bock auf geiles neues Gunky Tackle? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, denn ab sofort startet die Gunky Week auf hechtundbarsch.de. Und so funktioniert's. Je 50 € Gunky Warenwert landet ihr automatisch mit je einem Los im Lostopf und habt die Chance auf 3 richtig geile Preise. Ihr habt die Chance auf 2 Tackle-Pakete von Gunky, bestehend aus Rute, Rolle und Ködern. Einmal ein Spinning-Set zum Barschangeln und einmal ein Baitcast-Set zum Hechtangeln. Oder aber du gewinnst einen Angeltag, wo du mit mir zusammen am Polder den großen Hechten nachstellst. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Teilnahme. Meine Daumen sind gedrückt. Wir sehen uns. Bis bald. Petri Heil. So guys, we arrived on the next spot. Now I'm in a canal. We're fishing a sluice. The water is quite clear. We'll focus on this sluice right now. I know there's some zander around. And yeah, fish it quite classical with a small shad. And let's see what happens. Well, new spot. As you can see, we are at the river now. The plan was to fish the whole morning for pikes, but it seems that they were totally off. Well, in my spots they were off, and then I decided not to go to the third spot, but go straight away for the river, and at least to get some fish on the board. And it's important that we gonna catch a fish in this episode, of course. And yeah, we go all in now for zanders the afternoon, and hopefully maybe a perch. So wish me luck, guys. Bloß weg hier. Jetzt möchte ich möchte jetzt mal einen Fisch fangen, glaube ich. Also das möchten ja alle gern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das hier klappt. Deswegen gehen wir jetzt mal erstmal. Also ich habe jetzt einen kleineren Graben, der ist vom Wasserstand unabhängig. Und dann habe ich noch auch in diesem System hier eine Strecke für Hecht. Müsste das Wasser aber wieder ein bisschen fallen erstmal. Wir können gucken, ob man da gut fischen kann, aber da sollte es eigentlich ganz gut sein. Okay, Hecht jetzt. Das ist auch Hechtwetter. Machen wir mal Hecht.
They are slow, but they're around. Fuck. Sorry. Shit. Wollte ich fuck sagen, aber... Oh! Da war er. Boah, ist der reingerumst. Hängt der denn nicht? Das will ich auch sagen, war ein Zanderbiss. Fisch! Eingelöffelt und schauen wir mal, ob der Maß hat. 42. Genau das richtige Maß, um Punkte zu machen, aber ich hoffe, dass der nicht drin bleibt in meiner Wertung. Nein, ich bin sehr zufrieden. Es sind natürlich immer Wünsche bei so einem Fischen, was man da jetzt fängt und was gut war und alles Mögliche. Aber realistisch schaut es ja dann meistens anders aus. Aber bei den Bedienungen war mir wichtig, dass ich einen guten Zander in der Wertung habe. So 65, jetzt hat er 68. Die kleinen Zander, die sind vielleicht jetzt schön, aber das lassen wir mal so dahingestellt, weil man soll da immer zufrieden sein, wenn man was fängt. Aber ich versuche jetzt auf alle Fälle da noch einen Fanger zum Fangen, vielleicht auch noch 2. Ich nehme mir Zeit bis um 12 Uhr und dann fahre ich zu den Barschplatz. Aber ob das alles so funktioniert, wie wir jetzt erarbeitet haben, weil ich war jetzt 7 Tage im Training und habe das so rausgefunden mit meinen ganzen Spätzeln, wann die Fische am besten beißen, bei was für einem Wasserstand oder bei was für einer Tide. Das ist auch unterschiedlich. Die Barsche wollen eine andere Tide wie die Zander. Und dann macht man sich den Plan und der Plan schaut halt so aus, wir bleiben da, komme was wolle bis um 12 Uhr und dann gehen wir zu der Barsche. It's on. Yeah. I hope it's big enough, but still fish is fish. Yeah. So what's the minimum size? 42. I don't think we have it. Let's check. Yeah. Yeah. See, it's touching. It's 42. Exactly 42. Yeah. He's more than welcome. More than welcome, guys. Let's release him. Yeah, let's continue. So, zumachen und ab in die Hechtecke hier. Ecken sind immer gut. Also wer noch nie Polder geangelt hat, man kann einfach stumpf die Strecke lang gehen. Die meisten Hechte, die stehen dann an ganz kleinen Unebenheiten. Hier sehen wir hier so ein Binsenfeld, was ein bisschen weiter raus steht. Oder da ist so eine Schilflücke, dann kommt noch so ein kleiner Einlauf. Dann hat man manchmal so Krautfetzen, die da stehen. Meistens stehen die Hechte dann in diesen Spots, die man auch schon mit den Augen sehen kann. Das ist immer ganz dankbar. Wenn es zu monoton ist, meist nicht so gut. Aber hier, das könnte was sein. So, das war's mit Hecht. Kurz, hat gut geklappt. 2 Stück gefangen. Und ich sehe in der Gruppe, dass Zander gefangen werden. Deswegen fahren wir jetzt wirklich zum Zanderspot. Auf geht's! Auf geht's, ab geht's. 3 Tage lang. Maybe this one is a little bigger. Oh, it's a perch. Oh, that's a nice surprise, guys. Up. Crazy. 31. I don't have the half. Yeah. 31. Nice perch, guy. It seems that I found the right weight, the right color with the perch shad in motor oil, working quite well. Let's release this beauty. He's gone. Yeah. I'm super happy, guys, super happy. So, Zanderspot.
War gerade so schön warm im Auto, ey. Am liebsten würde ich sitzen bleiben. Oh, Fisch. Guter Fisch. Oh, ein guter Zander. Hey, komm rein, Junge. Oh nee, der hängt. Der hängt irgendwo fest. Der hängt irgendwo fest mit seinen Zähnen. Oh bitte, komm rein. Oh nein. Oh nein. Yes. Was ein Kampf. Erster Wurf. Komm schnell hoch zu euch. Ganz schnell messen. Oh. Plan aufgegangen. Ich habe gesehen, Zander beißen. Bin zum Zander-Spot und habe direkt gefangen. Geil. 5 Inch Venom und echt ein langer Zander. Geil. Oh. Natürlich nass das Ding. Ganz klar. Oh. 71. Das ist genau das, was ich brauche. 71er Zander. Super geil. Oh, danke dir, mein Lieber. Das heißt, den Plan, den ich hatte, Zander und Barsch zu fangen, der ist aufgegangen. Der Fisch wird jetzt released und dann hoffentlich steht da drunter noch einer. Wunderschöner Fisch. Ah. Ciao, Großer. Jawohl. Puh. Schnell in den Report rein und weiter geht's. Das gerade war vermutlich ein freudscher Versprecher. Den Barsch muss Dustin nämlich noch fangen. Mit den beiden Hechten und vor allem diesem Zander kann der Titelverteidiger zum jetzigen Zeitpunkt aber mehr als zufrieden sein. Wir gehen rüber zu Flo, der weiterhin auf Achse ist. Schneller Spotwechsel, wir sind am nächsten Polder, jetzt machen wir klassische Streckenfischen. Für die Sie sich wundern, warum hat der Flo eine Sonnenbrille auf? Scheint auch gar nicht die Sonne. Ist eine Polarisationsbrille, weil hier in den flachen Poldern sieht man die Hechte oft und halt die als Nachläufer. Deswegen kann ich das immer empfehlen, eine Polbrille zu tragen, wenn man so einen Polder abfischt. Spot number 1 was not delivering. We're going to the second spot. And I have more confidence on that spot because we got big fish there. Really, really nice fish. It's raining even more, but I think it's the same for everyone. And they are catching really nice pike. So, Petri to Florian and to Dustin. Now is my time to get some big fish. There's possibility for pike also in that spot we're checking now. But first I need the sander. Okay guys, no bites anymore. 2 fish, quite okay. Now I need to fill the cart, so let's move. Mal gucken, ob die lieber Spinnerplatten mögen. Hä? Dieser Regen, der ist ganz schlimm. Ich glaube, ich halte einmal ganz kurz an der Zanderstelle, mache 10 Würfe. Und dann geht's weg. Die liegt nämlich hier auf dem Weg. Boah, Alter, ist das windig. Mein Gott. Für alle, die wo jetzt wahrscheinlich daheim hocken, bei Cola und Chips oder wie auch immer, wir stehen jetzt da richtig schön im Wind. Es ist zwar jetzt schon Sommer, aber es hat schon 20, 25 Grad gehabt, aber jetzt hat es abgekühlt auf 11 oder was. Also es ist eigentlich saukalt und eigentlich schickt man da keinen Hund vor dir. Aber wie man sieht, wenn man es trotzdem macht, kann man trotzdem Fisch fangen. Wir haben Beißzeit gehabt, da haben wir ein paar Fische hintereinander gebissen. Jetzt beißt leider wieder nichts. Aber ich ziehe jetzt noch bis um 12 Uhr durch, das wird glaube ich nicht mehr lang sein. Und dann wechselt ich den Platz. Schauen wir mal. Aber eigentlich werde ich jetzt noch einen fangen. So wie die Angler sind, die sind mit nie was zufrieden. Wenn sie schon 3 haben, dann mengen sie noch einen. Aber da gehöre ich auch dazu.
Wen haben wir denn da? Ich sehe das gar nicht von hier. Hi. Oh, how's it going? Shit weather. Yeah, for Yes. sure. Oh, totally shitty. Super difficult. So, but not good for me. Till No, now. not for me No. too. No. In the river it's impossible. No, No, it's not possible. So you tried here? Yeah. In the river, Meerwede? No, it's not possible to fish. No. No. We'll check another spot. No chance. Okay. So, the stage is yours. Yeah. Please. Mach's besser als ich. Okay, I will check. Bye bye. Weitere Verzweifelte auf der Suche nach irgendwelchen Spots, die fischbar sind in dieser Zone. Maybe the second spot is fuck. But I think I got a plan B. If not, we'll get back here. Gasp, side by side. Oh man, yeah, it's getting really hard for everyone. A bit more pressure for me. Fisch. Yes. Yes, yes, yes. Schnell hoch, messen. Geil. Venom funktioniert hier. Auch ein wunderschöner Zander. Groß. Hing ganz knapp. Venom. 5 Inch. 10,05. Oh, das ist auch ein schöner Zander. Ähnliche Kategorie, ein bisschen kleiner, glaube ich. Aber Punkte, die ich echt gebrauchen kann. Was ist das? 67. Oh. 67er Zander. Schöner Biss, ey. Yes. Schnell zurück. Den guten. Oh. Schöner Fisch. Ciao. Jawohl. Puh. Schnell in den Report rein und dann weiter. Ein bisschen Anlaufzeit hat Dustin heute gebraucht, jetzt aber ist eigentlich alles wie immer. Der nächste starke Uferzetti bedeutet auch die erstmalige Führung für den Favoriten, der hier übrigens mit ganz neuem Werkzeug unterwegs ist. Ist natürlich geil, wenn man solche Zander fängt mit der neuen Prototyp-Route NXT. 10 bis 40 Gramm, 2,55 Meter. Super geil. Hat gut performt. So, jetzt darf sie mir gerne noch einen bringen. Will nicht vermessen sein, aber noch so ein Zander würde mir schon gut tun, muss ich sagen. Dustin just caught a nice zander again. Well done, man. I'm right now on the zander spot, but I was expected some current and I don't have any. So it's a bit fucked up for me right now. I think, I don't calculate because I'm the head into fishing, but I think that I was first and maybe now Dustin is first, I don't know. But with the conditions on my spot right now, I believe he will continue catching and I will go down. But it's not over. Next we go on a perch spot and that will be the Yozuri time, guys. At least I hope so. So. Naja, das waren diese 10 Würfe, die angekündigt waren. Da kam nichts. Jetzt geht's endlich auf Lieblingsfisch. Ich muss zwar tatsächlich sagen, ich habe nichts anderes trainiert als Zander, weil das mein absoluter Angstgegner war. Aber ich hoffe auch ohne Training, dass ich jetzt einen schönen Hecht vor die Linse bekomme. Mal gucken. New spot. Change it. Change it. Weather. But maybe we got some fish here. So I'm fishing with a twitch bait now. S Petit
Class D. It's heavy and sinking fish bait. Might work with this current. I don't know. Gut, nächster Hechtplatz. Aber, tja, wenn hier schon nicht beißen, ne? Ups. Ja, ja. Oh, der hängt knapp, der hängt knapp. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, der hängt knapp, der hängt knapp, der hängt knapp. Yes! Woo! Ah, ich habe ihn, Leute. Yes! Oh, ich bringe ihn erstmal hoch. Oh, der ist gut. Oh, das ist ein guter Fisch. Oh, yes! Für den Fisch sind wir hergekommen. Yes! Oh, ich wusste, der steht hier. Endlich! Jetzt haben wir ihn. Aber der ist smart, der hängt nur ganz knapp. Oh, mega! Okay, Haken ist raus. Gut, ist vorne dran. Und hinten ist 3,5, oder? Ist halb? Ja. Dann 88,5 aufgerundet, 89. Leute, 89er Hecht. Wahnsinn! Ich bin so happy. So ein geiler Fisch. Genau den haben wir gebraucht. Das ist der absolute Motivationsbooster jetzt, um weiterzumachen. Hammer! Oh, was ein wunderschöner Fisch. Und jetzt geht er. Geil! Das ist der größte Hecht, den ich jemals im YPC gefangen habe. Mega! So kann es weitergehen. Oh. Wir haben das natürlich nachgeprüft und Flo hat recht. Der neue YPC-Hecht PB des Hamburgers ist zugleich der letzte Fisch für diese Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, wir haben eine ziemlich kurzweilige Auftaktfolge gesehen, gerade weil die Profis hier mit den schwierigen Wetterverhältnissen zu kämpfen haben. Nach zögerlichem Start ist Dustin mittlerweile wieder voll im Modus und führt mit reichlich Zanderpunkten vor Sami, der als einziger schon alle 3 Zielfische eingereicht hat. Herbert und Flo können ebenfalls zufrieden sein, während Max immerhin schon seinen Angstgegner bezwungen hat. Ewart und Birger, die sich offenbar nicht optimal vorbereiten konnten, kommen bislang noch nicht aus den Startblöcken. César hat es sicher noch schwerer, denn der Spanier kennt logischerweise längst nicht so viele Spots wie die Konkurrenz und von denen sind nun nicht einmal alle befischbar. Das muss aber natürlich noch nichts heißen, denn sofern nur ein Spot liefert, ließe sich die Lücke nach oben schnell wieder schließen. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen und freuen uns wie immer über Likes und Kommentare. Auf hechtundbarsch.de haben wir übrigens die YPC-Kategorie für diese Bank-Staffel aktualisiert. Ihr findet dort einige Infos zu den Teilnehmern und deren Tackle. Nächste Woche Sonntag geht's hier weiter mit der zweiten Tageshälfte in Gruppe A. Bis dahin eine gute Zeit. Schaut mal bei uns im Shop vorbei und ciao!